The Witcher 3. Eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Und ich hab's nie gespielt. Schande über mein Haupt, würde ich sagen. Du Fotze! Aber genau das wollte ich jetzt nachholen. Und bevor ich das mache, habe ich mir überlegt, bevor ich jetzt völlig blind in den dritten Teil reinstolper, schauen wir uns da erstmal an, was ist überhaupt passiert. Wer ist dieser weißhaarige Mann mit dem grimmigen Blick und was hat er alles so durchgemacht? Los geht's! Hey, Grauhaar! Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Aber bevor wir jetzt herausfinden, ob Geralt wirklich 2 Schwänze hat, schauen wir uns doch erstmal die Welt von The Witcher an. Wir bewegen uns durch eine ziemlich düstere Welt voller Monster, Banditen und politischer Intrigen. Wir befinden uns auf dem Kontinent. Der hat keinen weiteren Namen, der wird einfach nur der Kontinent genannt. Auf der einen Seite haben wir die unterschiedlichsten Monster, von Geistern über Wasserleichen bis hin zu mutierten Riesenspinnen. Und Hexer wie Geralt sind genau dafür da, um Monster solcher Art zu erledigen. Auf der anderen Seite hätten wir die Menschen und andere humanoide Wesen wie beispielsweise Elfen, Zwerge, Gnome oder sogenannte Halblinge. Es gibt noch ein paar weitere, aber die werde ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Das waren so die wichtigsten. Und genau mit denen haben die Menschen natürlich ein kleines Problemchen. Alles, was nicht menschlich ist, wird verfolgt, diskriminiert und Schlimmeres. Spielerisch bewegen wir uns hauptsächlich im nördlichen Teil des Kontinents, in den nördlichen Königreichen genauer gesagt. Die bestehen aus mehreren Gebieten, beispielsweise Temeria, Ketwien, Edien, Redanien und ein paar kleineren Gebieten. Ich hoffe so sehr, dass ich diese ganzen Namen richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls sind diese kleineren Königreiche alle untereinander auch ständig mit irgendwelchen Machtspielchen beschäftigt, weil es halt Menschen sind. Die meiste Action, die wir erleben, spielt sich aber in Temeria ab, speziell in der Hauptstadt Vizima und deren Umgebung. Also, wie hat alles angefangen? Wir starten direkt nach dem Ende der Bücher. Geralt wird schwer verletzt und verwundet mit totalem Gedächtnisverlust vor der Hexerfestung Kaer Morhen gefunden. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Kaer Morhen war mal die Ausbildungsstätte der Wolfsschule. Hexer wurden hier einer harten Ausbildung unterzogen. Dabei durchliefen sie Mutationen, wurden mit Giften behandelt und verloren ihre Emotionen. Heute ist von der Schule nicht mehr viel übrig. Die meisten Hexer sind tot und die Festung wirkt mehr wie ein Relikt aus alten Zeiten. Hier treffen wir auch gleich auf 2 ziemlich wichtige Leute. Wesemir, der älteste noch lebende Hexer, er hat Geralt ausgebildet, war sowas wie sein Ziehvater, ein ziemlich mächtiger und weiser Hexer. Dann wäre da noch Triss Merigold, eine talentierte Magierin mit roten Haaren, magischen Fähigkeiten und einer, ich sag mal, heimlichen Schwäche für Geralt. Die beiden hatten in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere, ich sag mal, magische Ding miteinander, aber Geralt erinnert sich durch seinen Gedächtnisverlust an gar nichts. Und aus dem Grund lässt er sich dann gleich nochmal davon überzeugen. Accept maybe what I feel as I look at you. I missed you so. Let's see if the best bed in Kaer Morhen can hold us. Naja, soweit so gut. Leider hält die gemütliche Hexer-WG nicht ganz so lange, denn kaum hat Triss Geralt wieder auf die Beine geholfen, wird Hogwarts für Monsterjäger angegriffen. Eine mysteriöse Gruppe namens Salamandra hat es auf die geheimen Hexer-Mutagene abgesehen. Das ist das Zeug, was die Hexer unter anderem bei ihrer Ausbildung zu sich nehmen, damit sie am Ende halt mutieren und so weiter. Ziemlich harter Scheiß, würde ich sagen. Angeführt wird der Angriff von einem mächtigen Magier namens Azariabet, einem Muskelberg, der gerne mit dem Feuer spielt. Begleitet wird er von einem schmächtigen Typen namens Professor und die beiden machen da richtig Stress. Sind noch mehr! Sie dringen in den oberen Innenhof ein! Der mit der Brille ist der Professor, ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Am Ende gelingt den beiden der Angriff tatsächlich und sie schaffen es, die Hexer-Mutagene zu klauen. Dabei wird ein junger Anwärter namens Leo getötet und die beiden flüchten durch ein Portal. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Bolzen im Flug abwehren. Mal sehen. Leo, stopp!
Wir reisen nach dem Angriff auf Kaer Morhen Richtung Wyzima und machen uns dort auf die Suche nach dem gestohlenen Hexerzeugs. Wir landen vorerst aber im Umland der Hauptstadt, in einem kleinen, ziemlich trostlosen Dorf. Wyzima steht momentan sowieso noch unter Quarantäne und man kommt nur mit einem Passierschein in die Stadt rein oder raus. Deswegen schadet uns das nicht, wenn wir uns erstmal ein bisschen im Dörfchen umschauen. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn das Dorf wird von Höllenhunden, sogenannten Barghests, überrannt. Geralt greift natürlich ein, erledigt die Viecher und rettet dabei einen kleinen Jungen namens Alvin. Außerdem treffen wir hier auch auf Shani, eine Heilerin und scheinbar eine alte Freundin von Geralt. Dank Gedächtnisverlust hat er aber absolut keine Ahnung. Während die beiden über alte Zeiten plaudern, passiert im Hintergrund etwas Mysteriöses. Alvin fängt plötzlich an zu schweben und spricht von einer alten Elfenprophezeiung, einer Art Vision von einer kommenden Katastrophe. Seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Tet-Terian, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Händlich her, aus einem Samen. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Naja, nach dem Vorfall beschließen die beiden, dass Alvin irgendwo unterkommen muss und wird bei Abigail abgeliefert, eine Hexe, die etwas außerhalb des Dorfes lebt. Die Dorfbewohner mögen sie nicht besonders, das ist so ein klassisches, sie ist eine Hexe, sie ist schuld an allem Ding. Im Dorf selbst erfahren wir dann von einem Geistlichen, dass ein mächtiger Barghest das Dorf terrorisiert und wir uns das Problem annehmen sollen. Bevor wir das aber machen dürfen, müssen wir erst das Vertrauen des Dorfes gewinnen. Der Geistliche hat hier übrigens auch Alvin geschnappt, weil er der Meinung ist, dass Abigail dieses Kind für teuflische Zwecke nutze oder sowas und ja, der Mann weiß scheinbar, was er tut. Naja, während wir also die Aufgaben für die Dorfbewohner erledigen, erfahren wir von einem geheimen Versteck der Salamandra und dem gehen wir dann natürlich direkt nach und entdecken eine versteckte Höhle. Die Handlanger der Salamandra machen so ihr Ding hier und halten ein paar entführte Kinder fest. Geralt räumt da einmal ordentlich auf und wir stoßen dabei komischerweise auch auf Alvin, der uns dann erzählt, dass der Geistliche ihn dorthin abgeliefert hat, dieser elende Wicht. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Wir finden auf jeden Fall einen Weg aus der Höhle und treffen dabei auf Abigail. Die nimmt uns erstmal, ich nenne es mal nett in Empfang. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Und dann erzählt sie uns, dass sich im Dorf eine Gruppe gebildet hat, angeführt vom Geistlichen, die sich um Abigail, ich sag mal, kümmern möchte. Sie erzählt uns an der Stelle auch, dass die Dorfbewohner, die jetzt so laut nach Gerechtigkeit schreien, selbst ziemlich viel Dreck am Stecken haben. Also nicht nur der Geistliche, der Kinder anscheinend Richtung Salamandra schickt, sondern auch die anderen Leutchen, die da jetzt so beistehen. Hier muss man sich dann auch direkt entscheiden. Liefern wir Abigail an die Dorfbewohner aus oder beschützen wir sie? Je nach Entscheidung läuft das Ganze hier dann ein bisschen anders ab. Sollte man sich hier entscheiden, Abigail abzugeben bzw. auszuliefern, wird man von ihr am Ende verflucht, bevor sie hingerichtet wird. Ich kann nicht genau sagen, ob der Fluch wirklich Auswirkungen hat oder nicht, das weiß ich leider nicht. Deswegen möchte ich nichts Falsches sagen. Ich habe mich in meinem Spielverlauf aber dafür entschieden, Abigail zu retten und dementsprechend läuft es dann so ab, dass man nach diesem Aufstand losläuft mit Abigail Richtung Dorf und dann die Bestie auftaucht und man dann in den Endkampf gegen die Bestie kommt. Wenn man diese dann besiegt hat, tauchen die Dorfbewohner mit dem Geistlichen auf und man muss auch diese noch umlegen. Das heißt, wir holen uns mit Gewalt den Freibrief und machen uns mit Shani im Schlepptau, die wir aus der Taverne abholen, auf dem Weg zum Tor von Wyzima. Unser Einlass nach Wyzima läuft, sagen wir mal, suboptimal. Kaum sind wir durch die Stadttore, werden wir direkt verhaftet. Kein herzlich willkommen, einfach Ketten dran und ab in den Kerker.
Da dürfen wir uns dann erstmal ansehen, wie der Professor, also der Typ, der Kaer Morhen angegriffen hat, aus seiner Zelle entlassen wird, wo ich gar nicht genau weiß, warum er da drin war, aber das spielt ja auch eigentlich keine Rolle, denn er darf gehen, wir müssen rein, aus Geralts Sicht ziemlich blöd. Professor Bewegung, ihr seid frei. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer, wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Nach kurzer Zeit kommt Vincent Mais auf uns zu und verkündet eine Nachricht vom König. Der hat ein Problem in der Kanalisation von Vizima mit einer sogenannten Gorgu. Er verspricht demjenigen, der die Gorgu in der Kanalisation tötet, die Freiheit. Also geht's runter in die Scheiße bzw. in die Kloaken von Vizima. In der Kanalisation treffen wir dann auf Siegfried, einen Ritter vom Orden der Flammenrose. Der Orden der Flammenrose ist ein Haufen Paladine in stählerner Rüstung, die sich dazu berufen fühlen, die Menschheit vor allem Bösen zu beschützen. So kann man sie mal kurz beschreiben. Hier unterhält man sich dann ein bisschen mit ihm und man kann sich dann entscheiden, mit ihm zusammen die Gorgu zu töten oder eben alleine. Egal wie man es macht, am Ende erledigen wir die Gorgu natürlich und werden freigelassen. Damit stehen wir dann zum ersten Mal wirklich in Vizima. Vizimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Hier treffen wir auch wieder auf Triss und Shani. Triss macht Triss-Zeug, ich weiß nicht genau, und Shani kümmert sich um verletzte und kranke Leute aus der Stadt. Ab hier wird's jetzt wirklich ein bisschen verzwickt. Wir kriegen immer wieder Hinweise auf einen anderen Hexer namens Berengar, der hier auch sein Unwesen treibt. Zu dem kommen wir aber später. Im Kern geht es in diesem Kapitel aber darum, Detektiv zu spielen. Wir treffen auf Raymond Marlow. Der erzählt uns, dass er den Salamandra auf der Spur ist und gerne mit uns zusammenarbeiten will. Ab jetzt heißt es eigentlich dann Ermittlungen führen. CSI Vizima, wenn man so möchte. Wir befragen Zeugen, wir retten den ein oder anderen Dorfbewohner und obduzieren zusammen mit Shani eine Leiche, um Hinweise zu finden. Doch je mehr wir ermitteln, desto verwirrender wird das Ganze. Verdächtige widersprechen sich, die Aussagen passen alle irgendwie hinten und vorne nicht zusammen und am Ende hatte ich das Gefühl, weniger zu wissen als vorher. Naja, der Verlauf kann hier ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie gut man ermittelt und welche Hinweise man findet und welche Gespräche man führt. Aber egal, wen wir verdächtigen, am Ende führen alle Spuren zum selben Ziel, in den Sumpf vom Vizima. Im Sumpf angekommen, merken wir sofort, dass hier eine ganz andere Stimmung herrscht. Es ist ziemlich düster, alles ist matschig, nass und überall sind verschiedenste Monster unterwegs. Und wir sind hier, um den Turm, der sich inmitten des Sumpfes befindet, irgendwie zu öffnen. Das ist erstmal unser Auftrag. Und um das zu tun, brauchen wir 10 Steine, die wir verteilt in Vizima von verschiedensten Personen bekommen oder halt auch in Höhlen oder von verschiedenen Monstern looten können. Hier treffen wir auch auf die Scoia'tael, der zweiten großen Fraktion im Spiel, eine Truppe aus überwiegend Zwergen und Elfen, die sich gegen die Unterdrückung der Menschen mit aller Gewalt wehren. Angeführt wie diese Truppe von Yevin, einem eher ruhig wirkenden Elfen, würde ich sagen. Wir erfahren hier von ihm, dass der Konflikt zwischen der Scoia'tael und dem Orden der Flammenrose kurz vor der Eskalation steht. Hier kann man sich dann auch das erste Mal entscheiden, ob man den Scoia'tael helfen möchte oder sich vorerst aus diesem Konflikt raushält. Nach einer Menge Hin- und Herlaufen zwischen Vizima, dem Sumpf und wo ich nicht alles noch war, treffen wir uns dann letztendlich mit dem Detektiv Raymond am Turm. Er zeigt uns dann sein wahres Gesicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Detektiv ist bereits seit längerer Zeit tot. Und unser alter Freund Asayavet hat sich seiner angenommen und so getan, als würde er uns helfen, aber hat uns nur in die Richtung manipuliert, in der er uns eigentlich brauchte und will uns jetzt, einfach gesagt, den Garaus machen. Recht ungeduldig geworden. Was machen wir jetzt, wo wir die Schätze aus dem Turm haben? Wie locken wir den Magier hierher? Er ist bereits hier. Ich sehe nur euch. Ihr sagt es.
Detektiv war mir auf der Spur und ihr habt ihm vertraut. Ich habe ihn getötet und seine Identität angenommen. So habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich brauchte euch, um den Turm zu öffnen. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Der Professor gesellt sich dazu und dann gibt's ordentlich was auf die Schnauze, aber leider für Geralt. Am Ende sind die beiden zu mächtig für ihn und Triss muss zur Hilfe kommen und teleportiert uns nach Vizima, in den Handelsbezirk, um genau zu sein. Und damit endet dann das 2. Kapitel von The Witcher, genauso wie dieses Video hier. Ich hätte hier gerne weitergemacht, wollte die Videolänge aber etwas überschaubarer lassen, in dem Fall für Leute, die vielleicht noch was anderes zu tun haben außer YouTube oder eventuell eine Konzentrationsspanne haben wie ein Goldfisch. Deswegen würde ich sagen, im nächsten Part machen wir mit Kapitel 3 und 4 weiter. Vielleicht kommen wir da ja sogar schon zum Ende. Und wenn du Bock hast, dir den Rest auch nochmal anzuhören oder auch in Zukunft eventuell noch ein paar andere Videos in Bezug auf Zusammenfassungen, vielleicht sogar The Witcher 2 oder The Witcher 3, dann lass doch gerne ein Abo da und über einen Daumen in die Höhe würde ich mich auch freuen. Kritik nehme ich natürlich auch sehr gerne an. Dafür haben wir ja unten die Kommentarspalte. Ich sage mal so, das ist mein erstes Projekt in diesem Ausmaß, in Anführungsstrichen, und bin da natürlich für konstruktive Kritik offen. Also das meine ich auch ernst, bitte immer her damit und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Alle fühlten, dass die Schlacht im Sumpf der Anfang von Ereignissen war, die bald ganz Temerien erschüttern würden. Beide Seiten spürten den aufziehenden Konflikt und brannten darauf, sich mit dem Feind zu messen. Ein einfaches Scharmützel zwischen 2 Patrouillen endete in einer Schlacht. Angetrieben von ihrem unerschütterlichen Glauben zeigten die Ritter des Ordens die größere Entschlossenheit und siegten. Die Scoia'tael lernten, dass sie die Freiheit nur erringen können, indem sie Blut vergießen, das ihrer Feinde und ihr eigenes. Asa hatte mich von der Schlacht ferngehalten. Als Triss mich weckte, hatte ich Berge von Gefallenen vor Augen. Das war das letzte Mal, dass ich neutral bleiben konnte.